Und jetzt holen wir beim Dreisat-Festival den Dandy unter den Komikern auf die Bühne. Der Schweizer Kabarettist Andreas Thiel. Jetzt hier in Dreisat. Danke sehr. Merci vielmals. Herzlichen Dank, merci. Guten Abend. Schön, dass ich hier spielen darf am Dreisat-Festival. Es gefällt mir selber. Und wir werden einen gemütlichen Abend haben zusammen. Ich begrüße auch Zuschauer daheim in der Schweiz. Und ich würde gerne den ganzen Abend hier mit euch ein bisschen Schweizerdeutsch plaudern, aber würde mich so nicht verstehen, spreche ich Hochdeutsch zu Ihnen. Spätestens seit der PISA-Studie muss ich davon ausgehen, dass Sie mich jetzt immer noch nicht verstehen. Aber das macht nichts. Ich bin Katholik. Sie müssen nicht verstehen, Sie müssen nur glauben, was ich sage. Es sei denn, es sind Atheisten hier. Ich hoffe nicht. Atheisten sind langweilige Menschen. Atheisten schauen in den Spiegel und glauben, was sie sehen. Sie sehen heute Abend hier Satire. Satire unterscheidet sich von der Comedy. Comedy ist lustig. Satire ist nicht lustig, dafür ist sie wahr. Und um die Wahrheit ertragen zu können, braucht man Humor. Comedy erträgt man auch so. Aber die Satire beschäftigt sich mit Themen wie Krieg, Terror, Politik und Religion. Satire ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit und deswegen ist Satire auf Schweizerdeutsch nicht möglich. Schweizerdeutsch ist eine viel zu harmonische, schöne, melodiöse, blumige Sprache. Ich muss als Schweizer Satiriker auf das Hochdeutsche zurückgreifen. Hochdeutsch ist brutal und unangenehm. In Deutschland pflegt man ja auch eher... Ja, Sie leben vermutlich hier. In Deutschland pflegt man ja auch eher ein konfrontatives Gesprächsverhalten. Wir in der Schweiz haben ein deeskalierendes Gesprächsverhalten. Wenn ein Deutscher beispielsweise sagt, wir haben eine Yacht im Yachtclub in Konstanz, dann sagt der Schweizer, wissen Sie, wir haben da ein Bötli auf dem Bodensee. Und stellen Sie sich vor, ich muss damit Satire machen. Nehmen wir einen schönen satirischen Satz, beispielsweise über den Papst. Wenn ich sagen würde, ich glaube, das Deutsche Kreuz hat einen Haken. Wenn ich das nun auf Schweizerdeutsch sagen würde, dann müsste ich sagen, das Deutsche Kreuz hat für mich auch ein kleines Häkchen. Das ist keine Satire, das ist humoristische Neutralität. Das machen wir heute nicht. Wir schreiben heute den 11. September des Jahres 2010 nach Christi Geburt. Das heißt, gestern vor exakt 14,7 Milliarden Jahren ist das Weltall entstanden. Als Gott die Welt erschuf, sagte er als erstes, es werde Licht. Kurz darauf kamen die ersten Atheisten, suchten sich einen Platz an der Sonne, hoben die Fäuste, sangen die Internationale, nannten Gott einen Feudalisten und forderten ihn dazu auf, diesen verstrahlten Stern sofort wieder abzuschalten. Und die ersten Evolutionsbiologen begannen darüber zu diskutieren, ob die Banane nicht vielleicht gerade sei und sich einfach nur das ganze Universum drumherum krümmt. Dabei handelt es sich beim Menschen um einen gentechnischen Freisetzungsversuch. Bewilligt durch Professor Gott, aber durchgeführt von Dr. Lucifer. Wir sind alle Teilnehmer einer Versuchsreihe, um nicht zu sagen Versuchungsreihe. Man darf den Tatsachen ruhig in den Ausschnitt schauen. Der Mensch ist kein geistiger Höhenflug, sondern eine genetische Notlandung. Der Mensch ist der Pausenclown der Schöpfung. Ein Beispiel. Mit dem Flugbenzin, das Angela Merkel in einem Monat verbraucht, um von Klimakonferenz zu Klimakonferenz zu fliegen, könnten sämtliche Bewohner der Stadt Mainz 30 Jahre lang ununterbrochen mit einem Range Rover in der Gegend rumfahren. In den 70er Jahren drohte man uns noch mit der nächsten Eiszeit, in den 80ern mit dem Waldsterben, in den 90ern mit dem Weltfrieden und jetzt mit dem Klimawandel. Wer diesen Sommer zu Hause geblieben ist, den hat vielleicht der Verdacht beschlichen, das Klima wärmt sich gar nicht. Sondern neuerdings wird einfach auch noch das Wetter besteuert.
Aber dem Führer, sein Schafhund, hieß auch Blondie, obwohl Brownie besser gepasst hätte. Und die Braun war eine falsche Blondine. Ganzen Generationen von Gymnasiasten wurde von sozialdemokratischen Geografielehrern weisgemacht, der Sozialismus sei gut für die Umwelt. Und die Evolution sei keine Folge göttlicher Schöpfung, sondern die Pflanzenwelt hätte sich aus sich selbst heraus basisdemokratisch herbeisolidarisiert. Da ich meine Schulzeit größtmehrheitlich vor der Tür auf dem Gang zubrachte, öffnete die Schule mir die Augen. Im Schulzimmer lernt man für die Schule, auf dem Gang fürs Leben. Auf dem Gang hat man einen breiteren Horizont und man kann hinter die Kulissen sehen. Die Kollegen, die ich damals immer auf dem Gang getroffen habe, sind heute alle erfolgreiche Unternehmer. Die drinnen vom Schulzimmer sind Politiker geworden. Die Autoritäten meiner Jugend waren die 68er. Das heißt, nur wer von meiner Generation liberal-konservativ geworden ist, ist revolutionär. In Zürich trat ich sogar dem Schwarzen Block bei. Wir waren alles Literaten, außer die mit den gebügelten T-Shirts. Das waren Architekten. Um uns zu engagieren, sammelten wir Unterschriften. Wir wollten Schuhgeschäfte an Hauptstraßen verbieten, damit Frauen am Steuer weniger Unfälle machen. Ich arbeitete damals im Zoo. Um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, baute ich Käfige. Ich baute goldene Käfige. Ich baute auch fliegende Käfige für die CIA. In meiner Freizeit züchtete ich Pfeilgiftfrösche für den Blasrohrschießstand meiner brasilianischen Tante. Immer an Sonntagen, wenn sie in der Strafanstalt Ausgang hatten, kamen die Häftlinge in den Zoo und schauten sich zusammen durch die Gitterstäbe die wilden Tiere an. Über ihre Köpfe hinweg flogen dann die Pinguine in fliegenden Käfigen zum Südpol. Vor Schreck ließ mal ein CIA-Agent im Souvenirladen einen Porzellanelefanten fallen. Ich vergaß zu erwähnen, mein Vortrag ist inhaltlich dekonstruktivistisch aufgebaut. Das heißt, er beginnt zusammenhangslos und wird dann immer zusammenhangsloser. Heute versuche ich zu Hause Hunde mit Katzen zu kreuzen, um eine ferienfähige Katze mit Bei-Fuß-Charakter zu erhalten. Wenn ich Glück habe, wird aus der Kreuzung von Katze und Hund ein Kant. Wenn ich Pech habe, wird es eine Hunze. Lachen Sie nicht. Die Natur zu verbessern ist gar nicht so einfach. Gott hat noch einfache Dinge erfunden, Dinge wie oben und unten. Das waren noch Innovationen. Das waren Innovationen, die die Schwerkraft erst ermöglicht haben. Und Schwerkraft hält diese Welt zusammen, nicht Solidarität. Wäre die Feuerwehr sozialdemokratisch organisiert, würde bestraft, wer außerhalb von Bürozeiten einen Brand meldet. Deswegen bin ich anarcho-liberal geworden. 1971 erblickte ich das Licht der freien Marktwirtschaft. Meine Geburt löste in der Schweiz das Frauenstimmrecht und weltweit die Ölkrise aus. Bevor ich nun mit meinem Programm beginne, müssen wir noch kurz über den Liberalismus zu sprechen kommen. Die FDP in der Schweiz nennt sich nun neu FDP, wir Liberalen. Das stimmt aber nicht. Unsere FDP ist nicht mehr liberal, sie ist nur noch gesellschaftsliberal. Da besteht ein Unterschied. Liberalismus ist der Abbau von Gesetzen. Gesellschaftsliberalismus ist nur der Abbau von Moral. Ich liebe konservatives Publikum. Liberalismus ist gewaltfreie Anarchie. Die Sozialdemokratie hingegen ist eine staatliche Vormundschaftsbehörde. Und die Christlich-Sozialen sind die gesuchte Orientierungslosigkeit. Die Schweizerische Volkspartei ist auch eine Form der Anarchie, allerdings eine Anarchie, die vom Milchverband organisiert wird. Und die Grünen sind ein Schrebergartenverein, der den Großbauern versucht, den Handrasenmäher schmackhaft zu machen. Die Grünen sind die Gärtner auf dem Golfplatz ihrer roten Genossen und glauben immer noch, dass die Löcher vom Maulwurf stammen. Man müsste wieder mal eine neue Partei gründen, eine freisinnig-demokratische Partei.
Oder vielleicht müsste man den Freisinnigen in der Schweiz mal sagen, dass Freisinn nicht von frei von Sinnen kommt. So wie Religionsfreiheit nicht frei von Religion heißt. Die Diskriminierung islamistischer Töchter liegt nicht darin, dass sie auf dem Schulhof den Weihnachtsbaum grüßen müssen, weil sie sonst vom Schwimmunterricht ausgeschlossen werden. Auch wenn Ostern einem heidnischen Brauch entspringt, ist es weitaus harmloser, in der Schule Eier zu suchen, als zu Hause Frauen zu verstecken. Aber man soll die Nacht nicht vor dem Morgen tadeln. Unglaubliches geschieht zurzeit in dieser Welt. Es ist wirklich was los. Ich war so auf Zypern in den Ferien. Und Zypern, eine griechische Insel, das ja die Hälfte ist noch von den Türken besetzt. Das ist ganz gefährlich da unten. Das ist auch ein schwieriges Verhältnis, ein altes Verhältnis. Die Griechen und die Türken, da ist Dynamit drin. Und jetzt haben die Griechen gemerkt, dass auch noch ihre Zahlen getürkt sind. Aber nicht nur den Griechen geht es schlecht, ganz Europa. Alle haben unglaubliche Schulden. Die Staaten sind hoch verschuldet. Und was machen Europäer, wenn es schief läuft? Sie rufen nach Amerika. Die Amerikaner sollen das tun. Die Amerikaner sollen kommen. Und die Amerikaner tun auch was. Sie gießen Öl auf die Wogen. Aber nicht alles, was in dieser Welt passiert, ist schlecht für uns Schweizer. Seit die deutsche Bundesregierung den Handel mit gestohlenen Daten legalisiert hat, verkaufe ich nach den Vorstellungen nicht mehr nur meine eigenen CDs. Sie können bei mir CDs auch sämtlicher deutscher Komiker kaufen. Die habe ich alle selbst kopiert. Ich verkaufe auch Raubkopien deutscher Spielfilme. Ich mache sogar einen Versandhandel nach Deutschland. Und die deutsche Regierung kann mir auch keine verbrecherischen Absichten vorwerfen, denn ich mache das alles für Deutschland. Mit dem Geld, das ich verdiene, das schenke ich dann der Humboldt-Universität in Berlin, damit sich die endlich mal einen Lehrstuhl für Wirtschaft und Recht leisten kann. Aber es ist ja nicht nur so, dass die Außenpolitik unsere Innenpolitik bestimmt. Manchmal, in ganz seltenen Fällen bestimmt unsere Innenpolitik sogar die Außenpolitik. Nach der Abstimmung über das Minarettverbot haben sich sämtliche europäischen Regierungen bei unserem Bundesrat darüber beschwert, dass ihre Völker nun auch über Minarette abstimmen möchten. Unser Bundesrat hat sofort beschlossen, das Volk aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Ich habe ja selbst auch gegen das Minarettverbot gestimmt. Aber das Resultat hat mich dann doch gefreut. Schauen Sie, unser Bundesrat macht nichts anderes, als dauernd neue Gesetze zu erfinden, mit dem wir uns dann rumschlagen müssen. Jetzt hat das Volk mal ein Gesetz gemacht, mit dem sich unser Bundesrat rumschlagen kann. Sieht er mal, wie das ist. Und zurzeit herrscht großer Druck von Seiten der OECD. In der OECD wird ja sogar darüber diskutiert, wie man auf die schweizerische Innenpolitik Einfluss nehmen könnte. Und in Sitzungspausen darüber, wie man die schweizerische Außenministerin wieder los wird. Kennen Sie die schweizerische Außenministerin? Micheline Calmy-Rey? Kennen Sie nicht? Habe ich mir fast gedacht. Die ist zwar dauernd im Ausland, aber wir wissen nicht genau wo. Es ist kein Verlust, wenn Sie die nicht kennen. Sie haben ja selbst einen Außenminister, den Sie nicht mögen. Nun, bei der Micheline Calmy-Rey ist es so, wie in der Schweiz weiß man nie, wovon man mehr bangen soll. Davor, dass Micheline Calmy-Rey irgendwo hingeht oder davor, dass sie zurückkommt. Wo wir Sie gerade hier haben, Frau Calmy-Rey, einige Fragen. Was machen denn unsere Truppen im Ausland? Oh, denen geht es gut, danke. Nein, die Frage war, was die da tun. Ach so, die trainieren den Ernstfall. Welchen Ernstfall? Sie trainieren für den Fall, dass sie angegriffen werden. Und wie bereiten Sie sich auf einen Angriff vor? Mit Waffen. Und was kann man mit diesen Waffen? Töten? Nein, das ist nicht vorgesehen. Die Waffen dienen nur dem Selbstschutz. Unsere Soldaten schützen nur sich selbst. Sollten die nicht die Schweiz schützen? Das war die ursprüngliche Idee. Aber die Erfahrung hat uns gelehrt, dass im Kosovo niemand die Schweiz angreift. Warum sind unsere Soldaten dann im Kosovo und nicht in der Schweiz? Ach, wissen Sie, in der Schweiz hat uns auch schon lange keiner mehr angegriffen. Deshalb haben wir damit begonnen, unsere Soldaten in Konfliktgebiete zu entsenden.
Im Kosovo, am Hindukusch oder am Horn von Afrika ist die Chance viel größer, dass sie angegriffen werden. Unsere Soldaten nehmen an Kampfhandlungen teil? Nein, das ist ihnen verboten. Warum? Wir sind neutral. Was machen unsere Soldaten dann im Kosovo? Sie demonstrieren unsere Neutralität. Und warum müssen sie dort Neutralität demonstrieren? Damit sie nicht angegriffen werden. Ich dachte, die bereiten sich auf einen Angriff vor. Ja, aber das ist nur für den Ernstfall. Na gut, und was machen unsere Soldaten, wenn sie tatsächlich nicht angegriffen werden? Dann leisten sie humanitäre Hilfe. Worin besteht diese Hilfe? Sie bauen Schulhäuser, Wohnhäuser, Wasserleitungen, provozieren unsere Soldaten im Kosovo nicht Arbeiterunruhen, wenn sie den Einheimischen die Arbeit wegnehmen. Deswegen sind sie ja bewaffnet. Bei uns in der Schweiz stehen ja auch gerade wieder Bundesratswahlen an. Und selbst in der OECD wird jetzt auch darüber diskutiert, wie man auf die schweizerischen Bundesratswahlen Einfluss nehmen könnte. Und gerade Barack Obama betonte die Wichtigkeit einer breiten Abstützung auf Minderheiten, wobei Obama davon ausging, dass es sich bei der Bundesratswahl um eine Sammelklage handelt. Nicolas Sarkozy forderte gleich 7 französischsprachige Bundesräte und drohte sogar damit, den Flugzeugträger Charles de Gaulle vom Trockendock auslaufen zu lassen. Kennen Sie den Flugzeugträger Charles de Gaulle? Und für diejenigen unter Ihnen, die den Flugzeugträger Charles de Gaulle nicht kennen, mache ich eine kurze Klammer auf. Die Franzosen haben einen einzigen Flugzeugträger, den Flugzeugträger Charles de Gaulle. Jedes Mal, wenn in dieser Welt ein Konflikt ausbricht, liest man in französischen Zeitungen ganz groß die Schlagzeile: Flugzeuge Charles de Gaulle verlässt Trockendock Richtung Persischer Golf oder was es dann immer ist. Und immer 3 Tage später liest man eine ganz kleine Agenturmeldung: Flugzeugträger Charles de Gaulle mit Motorschaden oder gebrochener Schiffsschraube zurück ans Trockendock. Der Flugzeugträger Charles de Gaulle hat noch nie ein Konfliktgebiet erreicht. Das ist eine Tatsache. Ist kein Witz. Ich verfolge das nun schon seit Jahren. Das ist eine Tragödie. Sie müssen das mal im Internet mal verfolgen. Wie die den das erste Mal, wie sie den in Stand gesetzt haben, wie das erste Flugzeug auf dem Flugzeugträger Charles de Gaulle gelandet ist, ist es auf der anderen Seite ins Wasser gefallen. Die mussten den erst verlängern. Das ist kein Witz. Die Franzosen sind so lustig. Nun also, Klammer geschlossen. Nicolas Sarkozy droht der Schweiz also mit dem Auslaufen des Flugzeugträgers Charles de Gaulle vom Trockendock. Die israelische Delegation empfiehlt der Schweiz, die Minderheitenkantone mit Artilleriefeuer zu belegen und anschließend neu zu besiedeln, worauf Nicolas Sarkozy Israel mit dem Auslaufen des Flugzeugträgers Charles de Gaulle vom Trockendock drohte. Es sei denn, man hätte einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates, dann würde sich Frankreich selbstverständlich am Artilleriefeuer beteiligen. Deutschland sprach sich gegen Artilleriefeuer aus, zeigte sich aber interessiert an einer anschließenden Neubesiedlung der Schweiz. Die Russen boten einen Erfahrungsaustausch an über Artilleriefeuerbelegung von Minderheitengebieten. Die Italiener boten in einer Sitzungspause Auftragsmorde an, worauf die Israeli Auftragsmorde in Kombination mit Artilleriefeuer anboten. Daraufhin forderten die USA eine Überwachung der Kantone im Osten. Frankreich drohte den Kantonen im Osten mit dem Auslaufen des Flugzeugträgers Charles de Gaulle vom Trockendock. Und Deutschland forderte einen Wiederaufbauplan für die Kantone im Osten. Nachdem ein Schweizer Diplomat erklärt hat, dass es in der Schweiz um die Regierungsbeteiligung von Minderheiten gehe, wovon sowohl Israeli wie auch Türken sofort abrieten, beschäftigte man sich dann doch eher mit mathematischen Aspekten von Wahlverfahren und kam zum Schluss, dass die ideale Volksvertreterin und Bundesrätin eine türkischsprachige, blonde, jüdische Homosexuelle aus dem Puschlav wäre.
Nach der Verabschiedung einer gemeinsamen Schlusserklärung bot Nicolas Sarkozy der Schweiz noch einen Flugzeugträger zum Kauf an. Mit dem Vorschlag, diesen künftig bei Gefahr unter dem Namen Michelin Calmiret am Horn von Afrika kreuzen zu lassen. Da die Schweiz gar keine eigenen Flugzeuge mehr hat, verzichtete man auf den Kauf und beschloss stattdessen, das Trockendock nach der Außenministerin zu benennen. Nun, man kann ja etwas dagegen unternehmen. Ich beispielsweise, ich trage aus Prinzip nur gestreifte Unterhosen und nur geringelte Socken. Das bringt zwar eigentlich nichts, hebt aber die Moral. So, ich würde sagen, es ist Zeit, mit dem Programm zu beginnen. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Les Papillons an der Violine, Giovanni Reber am Flügel, Michael Giertz. Mein Vortrag heute handelt vom Klimawandel. Seit Tagen versuchen die Eskimos in der Wüste ein Iglu zu bauen. Die Eismaschinen, die sie bei den Beduinen gegen ihre Schlittenhunde getauscht haben, laufen auf Hochtouren. In der kalten Wüstenacht halten die Iglus, aber spätestens bis Mittag sind sie jeweils wieder geschmolzen. Wie jeden Morgen haben die Eskimos auch heute ein Loch in den Sand gesägt, aber keinen einzigen Fisch gefangen. Hinter einer Düne zieht eine Karamellkarawane vorbei. Es sind palästinensische Pinguinschmuggler. Die Palästinenser schmuggeln alles, was sie kriegen können, in den Gazastreifen. Wegen der Blockade der Israelis sind Pinguine in Gaza Mangelware. Außerdem sind sie genügsam und sehen ein bisschen aus wie Raketen. Zwischen Gaza und Tel Aviv herrscht Eiszeit. Das haben die Eskimos in der North Pole News gelesen. Jetzt wandern sie nach Palästina aus. Nachdem über Nacht der Nordpol geschmolzen ist, suchen sie etwas weiter südlich ein frostiges Plätzchen. Aber mit dem Eisberg im Schlepptau kommen sie in der Sahara nur langsam voran. Für das Schmelzen des Nordpols schieben sich die Eskimos gegenseitig die Schuld zu. Viele verdächtigen Onuk. Aber Onuk streitet alles ab. Er sagt, er hätte den Pottwal nicht flambiert. Keiner glaubt ihm. Jeder weiß, dass Onuk säuft wie eine Seekuh. Bei den Pyramiden stellen die Eskimos als erstes den Eisberg in den Schatten. Dann tragen sie die Kajaks in die Oase, um Datteln zu jagen. Vor einem Reisebus aus dem Gazastreifen verkauft ein fliegender Teppichhändler den Palästinensern Selbstmord-Eintagsfliegen. Er sagt, sie seien darauf abgerichtet, israelischen Fahrzeugen frontal in die Windschutzscheibe zu fliegen. Bald ist es wieder Abend und Zeit, die Robbenfelle zwischen den Palmen auszulegen und die Eismaschinen für die Iglus einzuschalten. Während die Eskimos die wärmenden Iglus für die kalte Wüstenacht bauen, hört man aus einem alten Transistorradio Edith Piaf ein Lied über ein rosarotes Flugzeug singen. L'Avion Rose. Dann kommen die Nachrichten. Gestern hat sich ein depressiver Selbstmordattentäter in der Negev-Wüste ganz alleine in die Luft gesprengt.
Wir haben heute einen Selbstmordattentäter hier im Studio. Guten Abend. Guten Abend. Was ist beim gestrigen Attentat schiefgelaufen? Wir wurden reingelegt. Der Mann sagte, er sei schwer krank und wolle sich für einen guten Zweck in die Luft sprengen. Aber dann hat er sich in der Wüste ganz alleine in die Luft gesprengt. Ja, das kommt immer häufiger vor, dass sich Sterbewillige bei uns den Stoff holen, um Suizid zu begehen. Sterbetourismus? Ja, die es sich leisten können, reisen zum Sterben in die Schweiz. Die nichts haben, kommen zu uns. Aber das ist doch ein Missbrauch Ihrer Organisation. Was sollen wir tun? Wir haben natürlich Gewissensprüfungen für Selbstmordattentäter eingeführt. Aber ob jemand ein guter Selbstmordattentäter ist, zeigt sich erst bei seiner Tat. Letzte Woche sind gleich 2 Selbstmordattentäter bei einem Selbstunfall auf dem Weg zu ihrem Anschlag ums Leben gekommen. Auch das ist ein Problem. Neu verlangen wir von unseren Selbstmordattentätern, dass sie erst einmal den Führerschein machen. Wie kommt es, dass sich so viele Menschen in die Luft sprengen? Hat das mit Religion zu tun? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin Darwinist. Sie sind Darwinist? Ja, der Mensch stammt intellektuell vom Urknall ab. Und für wann dürfen wir Ihren Selbstmordanschlag erwarten? Hier bitte, ziehen Sie mal am Strich.
Le Papillon vom Presbyterianischen Radioorchester der Vatikanischen Glaubenskongregation in Rom. Le Papillon am Flügel und an der Violine. Das ist eine Insider, so hat sich mal jemand angekündigt. Am Flügel Michael Giers und an der Violine Giovanni Reber. So, wir sind schon bald am Ende angelangt und wir werden jetzt noch einen Blick in die Zukunft wagen. Was bringt uns die Zukunft? Viele werden sterben. Und auch einige von uns. Hier die ersten Nachrufe. Ich habe begonnen, Nachrufe auf noch lebende Personen zu schreiben, damit Sie diese noch vor ihrem Ableben gegenlesen können. Hier ein Nachruf auf Moritz Leuenberger. Kennen Sie Moritz Leuenberger? Das ist kein Verlust. Das ist unser Verkehrsminister. Er ist seit 15 Jahren Bundesrat und es hat auch keinen Wert, ihn jetzt noch kennenlernen zu wollen, denn er tritt zurück. Und Sie werden ihn trotzdem irgendwie wiedererkennen, denn solche Politiker gibt es überall. Ein Nachruf auf Moritz Leuenberger. Dürfen wir hier etwas adäquate Stimmung haben? Stellt euch vor, Moritz Leuenberger ist gestorben. Etwas andächtiger, vielleicht etwas andächtiger, bitte. Moritz Leuenberger kam am 21. September des Jahres 1946 im 5. Untergeschoss des Archivs des Bundesamtes für Blindtextverwaltung zur Welt, wo er in einem Aktenordner, den er selber grau angemalt hatte, seine Kindheit verbrachte. Eingeschult wurde er eine Etage höher, die mit dem Lift erreichte. Nach seinem Studium der Blindtextverwertungswissenschaften im 3. Untergeschoss bewarb er sich für ein Büro im 2., wo auch seine Dissertation Reden fürs Archiv erfolgreich archiviert worden war. Im 1. Untergeschoss, wohin er anlässlich der 12. Verwertungsrekursrechtsrevision verlegt wurde, pflegte er als erster Assistent des stellvertretenden Prüfungsersatzbevollmächtigten des Ständigen Kontrollausschusses für die Einhaltung der alphabetischen Ordnung bei der Ablage bereits gute Beziehungen zum Tiefparterre, wo Jahre später eine führende Rolle bei der Streichung der grauen Wände übernehmen sollte. Im Parterre hielt er dann die Unterstreichung der Notwendigkeit schriftlich fest. Diese Arbeit fand verwaltungsintern viel Beachtung und wurde vom Bundesamt für Archivforschung für die Versuchsreihe Archivierung nach nicht-alphabetischen Gesichtspunkten vorgeschlagen und gilt seither leider als nicht wieder auffindbar. (1995) zog er im Zug einer Verwaltungsaufstockung in den 1. Stock um und wurde Bundesrat. Von 1996 bis 2010 verpasste er mehrere Rücktrittstermine und erwischte dann ausgerechnet einen, der nicht ging. So verblieb Moritz Leuenberger vorerst noch in seinem Büro, bis eine Umzugsfirma den Sessel abholte, auf dem er klebte. Und gleich noch ein Nachruf. Es ist ein Nachruf auf Marcel Ospel. Den kennen Sie auch nicht hier. Marcel Ospel kann ich Ihnen kurz erklären. Marcel Ospel war von 2001 bis 2008
Aufsichtsratspräsident der UBS, der Union Bank of Switzerland, größte Schweizer Bank und größter Vermögensverwalter weltweit. Marcel Ospel bezog in dieser Zeit ein Jahresgehalt in zweistelliger Millionenhöhe, während diese Bank Verluste machte in zweistelliger Milliardenhöhe. Die UBS musste von Steuergeldern gerettet werden. Marcel Ospel ist mitverantwortlich für die weltweite Finanzkrise und wurde nicht bestraft. Hier ein Nachruf auf Marcel Ospel. Mit Bestürzung nehmen wir vom tragischen Hungertod Marcel Ospels Kenntnis. Nachdem er sich vermutlich vor circa 3 Wochen aus Versehen selber eingeschlossen hatte, muss er tagelang um Hilfe geschrien haben, aber der Tresor stellte sich als absolut schalldicht heraus. Gemäß Obduktionsbericht hat er noch tagelang versucht, Geld zu essen. Auch an den Goldbarren seien Kratz- und Beißspuren festgestellt worden. Dem Polizeirapport zufolge zermalmte er mit einem grünlich-rot-gelben Jadedrachen aus der Ming-Dynastie auf dem Boden antike Terrakotta Asiatica und mit dem so gewonnenen rötlich-braunen Tonstaub einen Hilferuf auf die Rückseite eines Rembrandt zu schreiben und versuchte dann, die mit den Zähnen aus dem Rahmen getrennte Leinwand unter der Tresortüre hindurchzuschieben. Anhand der Aktienzertifikate, die er nachher zu essen versucht haben musste, erkannte man noch, wie seine Zähne, seine Lippen und seine Zunge vom Rembrandt gefärbt gewesen waren. Später, in einer offensichtlich fortgeschrittenen Phase, ritzte er mit Diamanten Prosagedichte in die Tresorwand. Prosagedichte wie Reichtum, an deiner Brust hab ich stets gehangen, und jetzt, wo ich sauge, kommt nichts. Oder hier liege ich und kann nicht mehr einschlafen, ich unbalsamierter Pharao. Oder hier habe ich mich heimlich eingeschlossen, ich nachrichtenloser Vermögender. Beim Verfassen dieser Gedichte muss er sich an einem Brillanten geschnitten haben, denn der letzte Satz ist mit Blut geschrieben. Wie meine Aktien jetzt wohl stehen mögen, lautet die nüchterne Quintessenz seines kurzen Oeuvres.